mit Rettungshubschrauber begleiten. Okay. Können wir hinterher fahren? Ja, pass auf, die Drohne. Ja, dann lass es verstellen da. Ja, dann. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Einige von euch haben es gestern bereits schon mir in die Kommentare geschrieben. Ich hatte es auch danach direkt gesehen. Und zwar hatte ich ja im Video gestern gezeigt, dass es Gold-Event sein soll dieses Wochenende. Allerdings wurde die News kurze Zeit später danach geändert und es ist jetzt Erfahrungsevent. Ja, vielleicht werden es einige schon gesehen haben. Erfahrungsreichtum haben wir jetzt das Wochenende, also XP-Event. Epic Abenteuer haben wir und Sanduhren steht Kopf. Also falls ihr vorhabt, euren Sanduhrenhaushalt aufzufüllen, mein Gott, dann ist es jetzt auf jeden Fall dieses Wochenende der richtige Zeitpunkt dafür. Das wollte ich nur noch mal kurz vorab sagen, dass das Ganze nochmal geändert worden ist, dass ihr euch nicht wundert. Und ich denke mal, aber XP-Event ist trotzdem relativ nice auf jeden Fall. Ja, wir befinden uns heute unschwer zu erkennen an dem grünen Org auf W50 und dort werden wir versuchen, heute ein paar Dungeons zu klatschen. Ja, ein paar Prozente haben wir auf jeden Fall offen, da werden wir definitiv mal reinschauen. Aber bevor das Ganze losgeht, wollte ich nochmal ganz kurz für alle Leute, die in der Holy-Community sind, beziehungsweise sich sehr gerne bei Holy bestellen. Die Jungs und Mädels haben wieder 2 neue Sorten rausgebracht. Es ist unglaublich, wie viel die in letzter Zeit releasen. Ist sehr, sehr, sehr geil. Diesmal kein Energy, sondern einmal die Holy Hydration Zitronensorte. Das ist gerade für Sportler ist das sehr gut, die sehr viel Leistungssport zum Beispiel machen. Zum Beispiel ich nehme das immer nach dem Sport. Ja, gerade auch nach einer anstrengenden Cardio-Session ist das sehr gut, um halt wieder deinen Elektrolyt- und Mineralhaushalt aufzufüllen. Es gibt dir halt alles wieder, was du halt beim Sport verbrannt hast, beziehungsweise wo dein Körper dann halt wieder Bedarf nach hat. Und deswegen da auf jeden Fall probieren, ist sehr, sehr geil. Und dann haben wir noch eine neue Eisteesorte. Die muss ich sagen, obwohl ich nicht so gerne, es ist ein bisschen dunkel hier jetzt auf einmal, da muss ich sagen, obwohl ich wirklich die Energy-Sorten den Eisteesorten bevorzuge, der Eistee schmeckt mir auch sehr gut, muss ich sagen, tatsächlich, ja. Die allerersten Sorten von den Eisteesorten haben mir tatsächlich immer nicht so gut gefallen, aber in letzter Zeit, die Teesorten gefallen mir immer mehr. Und hier haben wir Honig, Zitrone und Schwarztee. Ja, das ist also Honig-Zitronengeschmack auf Schwarztee-Basis. Probiert's aus, ja, wenn ihr halt eben auch eine gesündere Eisteesorte, kann man so sagen, ne, haben wollt. Es ist auf jeden Fall auch, schmeckt sehr gut. Momentan gibt es gerade noch eine Aktion, ne? Ich glaube bis zum 27. Ne, bis zum 29. Im Bestellwert von 50 € bekommt ihr hier noch ein paar Goodies mit dazu. Ab 100 € halt das T-Shirt. Und wie immer spart ihr natürlich auch mit dem Code DORZA5 eventuell 5 € oder mit dem Code nur DORZA, also nur DORZA, ne? Ohne das nur, also nur DORZA, also DORZA, spart ihr 10% auf euren Einkauf. Ne? Bei 100 € wären zum Beispiel 10 € Rabatt jetzt. Ne? Und deswegen alles, was so über 50 € ist, kann man DORZA angeben, da spart ihr euch mehr. Wenn es unter 50 € ist, kann man DORZA 5 machen, dann spart ihr euch 5 €, ist prozentual gesehen mehr als, ne? Wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall das, was für euch mehr lohnt. Ne? Das wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Und ja, jetzt gucken wir mal auf die Dungeon-Prozente. Und zwar sind wir hier, wie gesagt, auf W50. Da werden wir definitiv in den Mount Olympus reingehen. Den werden wir klatschen, der sollte machbar sein. Und bei den Doppelgängern sollte der Sinister Salesman, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Wir schauen mal rein. Der verwegene Verkäufer ist das, glaube ich, ne? Oder? Ja. Das ist der verwegene Verkäufer. Fangen wir mal mit dem an. Der hat die geringere Chance von den beiden. Also hier eine 3,09%ige Chance. Meine Begleiter haben sich in dem Zeitraum wirklich jetzt exakt 0% verbessert. Also ich habe hier wirklich gar nichts gemacht an den Begleitern.
den können wir, glaube ich, mal sippen. Der ist noch unter der 5 Millionen Marke, können wir noch uns reinfahren. Genau, das Einzige, was halt stärker geworden ist, bin halt ich, so, ne? Ihr seht das ja, also ich fahre hier auch eine relative 50-50 Skillung. Sobald ich hier 150k in Stärke erreicht habe, ziehe ich Ausdauer auf 150k auch nach, dann ziehe ich wieder Stärke vor, ne? Und dann geht das Spiel so weiter. Und da haben wir auch schon den verwegenen Verkäufer geschlagen. Da können wir den hier schon mal von der Liste runternehmen. So, und der nächste in der Taverne, der ist nicht Kim Possible, der ist Not Possible. Ja, shit. Ja, und das ist hier der arglistige Abavuvu. Wie soll es anders sein? Natürlich mal wieder ein Magier und der blockt uns aber sowas von weg. Ja, der blockt uns mehr als das Schild vom Krieger, das kann man so sagen. So, und wenn wir mal hier ein paar Tries reinmachen, dann sehen wir hier, das Potenzial ist jetzt nicht gerade so hoch, deswegen lassen wir mal hier ganz schnell die Finger von. Der einzige Dungeon, der jetzt wiederum noch auf hat, um die Zeit, ja, der Späti im Olymp, der hat noch auf den kann man sich verlassen. Ja, und das sind halt die beiden einzigen, also der wird erstmal nächste Zeit gar nichts werden. Hier im Olymp, da werden wir ja den nächsten Gegner noch besiegen, auf jeden Fall. Und dann öffnet dann halt erst wieder ab Stufe 600 die Monstergrotte. Das ist so ein hoher Schritt, sag ich mal, von dem Mitte 500er Bereich zu 600. Das ist krass. Auf jeden Fall, da stecken einige Level dazwischen. Und ja, jetzt auf dem Niveau hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, ich meine, man muss dazu sagen, wir sind wirklich schon für das Zeitalter, sage ich mal, ja, wie jetzt halt wie 50 alt ist, so, ist glaube ich jetzt 1,5 Jahre oder so, oder nee, 2,5, oh, Digga, 2,5 Jahre, ne? Ja, 2,5 Jahre, glaube ich, alt, und ich glaube, dafür sind wir hier schon eigentlich ganz gut aufgestellt, muss man mal so sagen. Und ja, da kann man sich jetzt eher weniger beschweren. Ne? Dafür, also W50 ist ja nach wie vor auch ein sehr starker Server. So, gucken wir mal bei Athene rein. Bei Athenes Segen hier. Leider nicht First Try, hat eine 5 noch was Prozent und da ist auch schon passiert. Ja, haben wir hier schöne Handschuhe für einen Markwart rausgezogen hier an der Stelle. Und wir haben ein Level-Up mit 547. Sehr schön, und können halt den nächsten auch von der Agenda streichen hier. Damit können wir die hier schon mal durch. So, und jetzt ist der hier tatsächlich mehr possible als der Magier hier. 0,01% Chance. Ich würde sagen, Challenge accepted, meine lieben Freunde. Was? Hä? Na, also hier kann doch was nicht hinhauen, oder? Der hat doch mehr als 0,01% Chance, oder? Nein, da muss doch irgendwas im Busch sein. Also, kannst du mir sagen, was du willst. Die Tries vorher, da habe ich mich schon gewundert, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und jetzt ist der down? Nein. Also da muss ja irgendwas nicht hinhauen. Ich hatte eben gerade nochmal meinen Account frisch eingelesen in SF Tools, um genau auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch die aktuellen Schadenswerte habe, um die aktuellen Prozentchancen auch rausziehen zu können. Ich habe mich schon bei den Tries davor gewundert, dass wir überhaupt so gut abgeschnitten haben jetzt hier. Und jetzt haben wir einen Gegner mit 0,01% Chance in den ersten 10 Tries oder so. Nicht mal 10 Tries? Also den müssen wir uns jetzt aber auch mal anschauen an der Stelle, meine lieben Freunde. Also das kann ich ja schon mal bald gar nicht glauben hier, ne? Wir machen mal auf 3-fache Geschwindigkeit. Und das denn auch noch live im Video? Also da haut's mich jetzt mal aber wirklich von den Socken hier. Ja, also das habe ich auch noch nie gehabt. Aber die Tries davor, die sahen auch schon alle so gut aus. Der sah jetzt mir aber persönlich nicht nach 0,01. Schwerer geht's ja gar nicht. Schwerer als 0,00 ist ja nicht machbar. Wie oft ist die Kunigunde ausgewichen? 5-mal jetzt, ne, glaube ich. 6-mal? 7? 8? 9?
10? 10 mal? Geht eigentlich, oder? Ja, jetzt kommt es drauf an, wie oft wir geblockt haben jetzt hier, ne? Holy shit, Alter, ist das ein Tank-Fight hier? Guckt euch mal diesen, Alter, das ist wirklich hier Brocken gegen Brocken, Alter. Hier größere Brocken als ein deutsches Mittelerzgebirge hier wieder mal an der Stelle. Alter, oh mein Gott. Aber das kann doch nicht sein, oder? Wirklich mal jetzt mal Hand aufs Herz. Also, ich meine, ich beschwere mich natürlich nicht. Ich bin super happy. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt das heute passiert hier noch in dem Video. Oh, sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit, da haben wir Challenges gemacht, wo wir künstlich einen Gegner gesucht haben, das weiß ich noch auf dem Berserker damals, der 0,01%ige Chance haben, damit wir uns den als Gegner raussuchen, um halt den schwerstmöglichen Gegner zu bekommen. Für den Berserker, damals hat er noch unendlich angegriffen, um halt die höchstmögliche Kombination hintereinander vom Berserker zu sehen, damals als er noch halt öfter als 10 Mal hintereinander angreifen konnte. Und da hatten wir uns einen Gegner rausgesucht, der 0,01 hatte. Ja, und da haben wir halt zehntausende Pilze reingesteckt. Also, das kann, also wirklich. Und jetzt, die ersten Tries sahen schon so heftig aus. Und zum Glück habe ich euch jetzt nochmal hier diese Statistik gezeigt hier, ne? Also wie gesagt, die ist frisch ausgedruckt. Ja, können wir durchstreichen. Oh Gott, ich treffe gar nicht mehr die Linie hier. Können wir abhaken hier. Das habe ich ja noch nie gehabt. Aber gut, dass ich jetzt hier nochmal, aufgenommen habe hier an der Stelle, weil W50 habe ich, glaube ich, wirklich fast gar keinen Gegner besiegt, ohne dass ich einen Livestream am Laufen hatte oder dass ich ein Video gemacht habe. W50 war für mich immer so ein Char oder so ein Projekt, was ich mit euch komplett halt eben auf YouTube begleiten wollte. Ich weiß, es gab in der Vergangenheit jetzt nicht mehr viel zu zeigen von W50. Ne? Es ist auch nicht viel passiert auf W50 in der Zwischenzeit, aber ich habe nie Dungeon-Gegner ohne euch gelegt. Also ich habe mir die immer aufbewahrt für ein Video, dass wir das hier zusammen zelebrieren können. Und zum Anfangsstart von W50 haben wir auch extrem viel Content zu W50 gemacht. Ne? Da gab es ja viele Videos und Livestreams und so weiter und so fort. Und jetzt, wo ein bisschen ruhiger war, habe ich hier auch nicht mehr viel gezeigt. Ne? Aber die Dungeons habe ich mir immer aufgehoben. Deswegen kam es ja auch manchmal dazu, dass ich so eine kleine Mini-Dungeon-Pause auf W50 hatte, weil ich teilweise ein halbes Jahr lang hier auch keine Dungeons gelegt habe. Das ist schon die Hälfte von der Dungeon-Pause. Eine Dungeon-Pause geht in der Regel so circa ein Jahr lang. Ne? Also, deswegen. Ja, also krass. Krass auf jeden Fall. Das ist super positiv zu bewerten. Ja, wie willst du das auch anders bewerten? Krass, Alter. Holy shit. Ja, Leute, ey, das war auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Okay, also hier, das ist jetzt halt der ist halt not possible, ne? Laut SF-Tools zumindest. Ja, weiß ich nicht. Also mit ganz vielen Tries ist der bestimmt machbar, aber ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht die Ambition oder Interesse, den zu legen. Ich bin jetzt so froh und happy, dass das jetzt heute schon so extrem gut geklappt hat. Und ja, da kann ich ja, glaube ich, mehr als dankbar sein. Ne? Leute, wenn es euch auch im Entferntesten gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr hier auf dem Video entweder einen Daumen hoch da lasst oder ein kostenloses Abo. Auf jeden Fall den besten Support, den ihr mir geben könnt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.